Ich spreche über das Thema SIAM als Enabler von digitalen Geschäftsmodellen. Dabei stellt sich am Anfang natürlich die Frage, was sind digitale Geschäftsmodelle? Und es gibt ganz unterschiedliche. Ich möchte auch gar nicht irgendwie in den akademischen Bereich abrutschen. Vielzahl unterschiedlicher digitaler Geschäftsmodelle. Wir kennen E-Commerce-Bereich, Amazon, Hornbach, Kaufland, die alle E-Commerce-Shops anbieten. Wir kennen Netflix als Streaming-Anbieter, Airbnb im Bereich oder Replacement von Hotels. Es gibt aber auch viele B2B-Use-Cases, Salesforce, HubSpot oder unsere Plattform SIDAS oder auch Slack. Also ganz unterschiedliche Modelle, die auch ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle haben, von Free-Modellen mit Werbung, Freemium-Modellen bis hin zu Bezahl-Subscription-Based-Modellen, ist alles mit dabei. Dabei stellt sich die Frage, durch was werden diese digitalen Geschäftsmodelle getrieben? Wir haben einmal den Technology Push und einmal den Market Pull, die quasi das ganze Thema vorantreiben. Das heißt, es gibt quasi den Market Pull, also die Nutzer, wir alle im privaten wie im geschäftlichen Umfeld, die nach neuen Funktionalitäten fragen und dabei 'n Demand oder 'ne Nachfrage erzeugen. Gleichzeitig gibt's aber auch den ganzen Bereich Technologie. Das heißt, durch neue Funktionalitäten, durch neue Technologien haben wir die Möglichkeit, einfach den ganzen Bereich neue Funktionalitäten, neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Das betrifft nicht nur neue Geschäftsmodelle, das heißt neue Ideen, die entstehen, sondern auch die Digitalisierung von bestehenden Geschäftsmodellen. Also, schauen wir das ganze Thema Streaming an, schauen wir das ganze Thema Airbnb an. Da sind zwar neue Ideen mit dabei, aber es sind auch, alte Nachfragen oder alte Möglichkeiten, alte, Needs, die bedient werden, da. Es stellt sich die Frage, was haben alle digitalen Geschäftsmodelle gemeinsam? 'Ne digitale Plattform vielleicht. Aber wenn wir uns den Prozess mal anschauen, was gibt's außer einer Geschäftsidee, die alle haben, zu tun? Lasst uns mit der Geschäftsidee beginnen. Es ist natürlich 'ne Geschäftsidee am Anfang notwendig, mit der man einfach einsteigen möchte. Ich habe 'ne Idee für 'n neues Geschäftsmodell. Ich habe 'ne Idee, wie ich 'n bestehendes digitalisieren möchte. Ich gehe aber auch weiter und brauche die Umsetzung des digitalen Geschäftsmodells, zum Beispiel 'ne digitale Plattform, die ich aufbauen muss, die ich vermarkten muss und Ähnliches. Und am Schluss brauche ich natürlich den Go Live. Ich brauche den Markt, mit dem ich dann loslegen kann. Und zu guter Letzt habe ich hoffentlich Erfolg, bin 'n kleiner Superhero und kann mit dem ganzen Thema richtig durchstarten. Quasi Rocket Ship Unternehmen. Es gibt aber 99 Probleme auf dem Weg. Also, sowohl Startups als auch Konzerne betrifft es. Das heißt, egal ob ich neu starte als Startup, als Gründer, ich habe gewisse Probleme, genauso als Konzern, wenn ich als, Entrepreneur-Unternehmen im Konzern angesiedelt bin, neue Geschäftsmodelle entwickeln muss oder auch bestehende digitalisieren muss. Nur habe ich gewisse Herausforderungen, denen ich mich stellen muss. Das beginnt bei der digitalen Plattform, die ich aufbauen muss. Ich brauche irgendwie 'ne Geschäftsidee, die ich instrumentalisieren muss oder umsetzen muss. Ich brauche am Schluss auch 'ne Lokation. Und wenn ich 'ne Lokation brauche, brauche ich vielleicht auch Geld. Mit Geld kann ich dann auch beginnen, irgendwie Server mit hinzuzunehmen. Das heißt, wenn ich digitale Plattformen aufbaue, brauche ich vielleicht auch 'ne digitale Infrastruktur, die ich hierbei einsetzen möchte. Zu guter Letzt natürlich 'ne Webseite, ist auch noch immer nicht schlecht. Und auch das ganze Thema Marketing, Sales. Das heißt, ich brauche irgendwie SEO, SEA, ich brauche Content Marketing. Ich muss präsent werden mit der digitalen Plattform. Aber ich brauche auch deutlich mehr als das. Das heißt, ich brauche auch 'n Login zum Beispiel. Das heißt, ich habe 'n digitalen Plattform, Netflix, E-Commerce, also Streaming, E-Commerce, aber auch das ganze Thema B2B. Das heißt, der Login zu, meinem CRM-System, zu meinem Chatsystem. Ich brauche Login-Authentifizierungsfunktionalitäten. Daher brauche ich auch das ganze Thema Nutzerverwaltung, um das ich mich kümmern muss bei einer digitalen Plattform. Geht aber weiter. Ich brauche das ganze Thema Einwilligung. Das heißt, ich muss vielleicht bei Nutzungsbedingungen die Zustimmung einholen oder bei Datenschutzbestimmungen, um dann, DSGVO-konform arbeiten zu können. Ich brauche aber auch 'n Markt. Das heißt, ich muss mich um das ganze Thema Onboarding von neuen Kunden und von neuen Nutzern kümmern. Dabei ist vielleicht auch interessant das ganze Thema Einladung. Wir alle kennen das. Wir schauen uns 'n Freeplan an, 'ne kostenlose Instanz von 'nem B2B-Tool, was wir einsetzen wollen, registrieren uns und kriegen als Erstes den Hinweis: „Jetzt weitere Kollegen einladen.“ All diese Funktionalitäten rund um das Nutzermanagement, rund um das Onboarding, die benötigen wir. Das heißt, wir müssen uns auch um das ganze Thema Einladungen und Gruppen kümmern. Das heißt
In diesem Sinne, wenn wir digitale Plattformen aufbauen, ist das Thema Cloud Identity und Access Management System, was wir hier benötigen, wirklich elementar. Wir haben die Authentifizierung auf der einen Seite, wir haben die Nutzerverwaltung auf der anderen Seite, wir haben Funktionalitäten wie ein Einwilligungsmanagement, ein Gruppenmanagement mit Einladefunktionalität, 'n einfaches Onboarding, Registrierungsprozesse drumherum. Da kommt natürlich noch viel mehr hinzu in Zukunft. Also, das ganze Thema Multifaktor-Authentifizierung. Vielleicht brauche ich auch eine starke Authentifizierung, also eine Identifizierung über zum Beispiel 'n Auto-Ident-Verfahren, mit dem ich wirklich sicherstellen kann, dass es sich hier um die Person handelt, mit der ich in Kontakt treten möchte. Das heißt, es gibt 99 Probleme, die Startups und Konzerne heute haben, aber Siam ist keines davon. Warum ist es keines davon? Im Siam-Kontext kann ich einfach Ready-to-Use-Plattformen nutzen. Das betrifft nicht nur Siam, es betrifft viele andere Funktionalitäten, die ich heute beim Aufbau von digitalen Geschäftsmodellen einfach verwenden kann. Das heißt, ich kann einfach einen Schritt weitergehen im ganzen Kontext vom Aufbau von digitalen Geschäftsmodellen und kann hier Ready-to-Use-Services nutzen, die ich dann integriere in meine digitale Plattform, um hier einfach dieses Time to Market deutlich zu beschleunigen. So kann ich zum Beispiel Siam nutzen, um Login-Funktionalitäten abzubilden, Nutzerverwaltung abzubilden und somit als Enabler aufzutreten. Ich habe also nicht mehr das Problem, was ich in der Vergangenheit hatte, dass ich viele Komponenten selber bauen musste, selber erfinden musste. Ich nutze verschiedene Services, die um mein digitales Geschäftsmodell kreisen, binde die ein, spare mir damit sehr viel Aufwand, sehr viel Zeit, sehr viel Geld und kann damit in wirklich eine sehr schnelle Umsetzung kommen. Siam als Enabler von digitalen Geschäftsmodellen. Wir fassen einmal kurz zusammen. Jede Plattform benötigt ein Cloud Identity und Access Management System. Denn nahezu jede Plattform, die wir auch gerade gesehen haben, hat irgendwo den Bereich Login, Nutzerverwaltung, den sie benötigt, um, sei es im Werbungsbereich, passende Werbung auszuspielen, sei es im Streaming-Bereich, die Nutzer mit Abo-Modell zu identifizieren, sei es im E-Commerce-Bereich, Nutzer zu identifizieren und zum Einkauf zu motivieren und hier auch eine tolle Customer Experience zu schaffen, Informationen zu speichern und in Zukunft passende Angebote auszuspielen im Commerce- oder Content-Bereich. Siam ist mehr als nur Login und Single Sign-On. Das heißt, wir gehen nicht nur hin und haben dann den Bereich Login, also Authentifizierung und Single Sign-On über die verschiedenen Plattformen. Wir haben auch weiterführende Informationen oder Funktionalitäten. Zum Beispiel haben wir das ganze Thema Onboarding, was wir gesehen haben. Wir haben dabei auch das ganze Thema Einladefunktionalität, um neue Nutzer mit hinzuzunehmen. Wir haben weitergehend auch Funktionalitäten wie 'n Einwilligungsmanagement, was ich benötige, um hier einfach zielgerichtet Nutzungsbedingungen, Datenschutzbestimmungen, AGBs abzufragen und dann zielgerichtet diese zu speichern, zu protokollieren und DSGVO-konform unterwegs zu sein. Wir haben, wie gesagt, 'n klassischen Nutzermanagement natürlich dabei, was dann mit diesem Gruppenmanagement angereichert wird. Wir haben aber auch weiterführende Informationen rund um Sicherheit. Wichtig dabei zum Beispiel 'ne Multifaktor-Authentifizierung, die einfach verwendet wird. Und zum Abschluss das Thema Ready-to-Use-Services verhindern einfach das Kopfzerbrechen, wenn man sich um neue digitale Geschäftsmodelle kümmert. Ich baue 'n neues Modell auf, sei es wirklich 'ne neue Geschäftsidee oder sei es die Digitalisierung eines bestehenden Geschäftsmodells. Ich kann starten, ich kann mich auf meine Geschäftsidee, mein Geschäftsmodell, meine Plattform konzentrieren, kann Services, die ich außen rum habe, genauso nutzen, wie ich sie möchte. Das heißt, ich binde ein Customer oder ein Cloud Identity und Access Management System ein, nutze es für den Bereich Login bis Registrierung bis Sicherheit, ähm, setze aber auch weitergehende Services ein. Zum Beispiel im Marketingbereich habe ich Marketing-Automation-Systeme. Ich habe Systeme, die mich im Bereich SEO, SEA, Social Media unterstützen, die ich einbinden kann. Ich habe weitergehende Informationen oder weitergehende Systeme rund um das ganze Thema CRM, ERP. Das heißt, in diesem ganzen Aufbau von digitalen Geschäftsmodellen ist es sehr wichtig, sich auf den Bereich Ready-to-Use Services zu konzentrieren, um einfach den ganzen Aufwand, die 99 Probleme deutlich zu reduzieren auf wirklich die Kernprobleme, die man heute im Aufbau von digitalen Geschäftsmodellen hat. Dabei ist Siam wirklich der Enabler für solche digitalen Geschäftsmodelle. Wie wir gesehen haben in unserer Blase oder in unserem Konzept von Geschäftsmodellen, sind sehr viele Funktionalitäten, die ich in der Umsetzung von diesem digitalen Geschäftsmodell, also im Aufbau meiner digitalen Plattform benötige, wirklich einfach
im SIAM schon enthalten und beschleunigen damit mein Time to Market und auch das Kopfzerbrechen bei der Einführung von neuen Funktionalitäten. Damit bin ich auch am Ende von meinem Vortrag. Das war 'n kurzer Teaser, 'ne kurze Einführung in das Gesamtevent. Wir freuen uns auch auf die nächsten anstehenden Vorträge.